Hey liebe Zuschauer, heute stelle ich euch mal das neue Layer-System von The Heat Company vor. Und zwar wurde das alte System komplett überarbeitet und verbessert, sodass das neue System jetzt aus 3 Layern bzw. 3 Schichten besteht. Wie das Ganze aufgebaut ist, schauen wir uns jetzt mal im Video an. Also viel Spaß! Fangen wir zuerst mit den neuen Linern an, die zur ersten Schicht des Systems gehören und die für die Basiswärme sorgen. Hier könnt ihr momentan aus 3 verschiedenen Linern wählen. Hier zuerst den Merino Liner in Grau mit Touchscreen-fähigen Besetzen am Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, links sowie rechts. Am Bund findet ihr noch einen D-Ring, der als Zuglasche genutzt werden kann oder um die Handschuhe mit Hilfe des mitgelieferten Karabiners zusammen zu transportieren. Auf dem Handrücken gibt es noch ein Einschubfach mit Klettverschluss. Hier kann für zusätzliche Wärme ein Handwärmer eingeschoben werden, der für etwas bessere Durchblutung sorgt. Ich hatte hier allerdings den Eindruck, dass die Handwärmer zu sehr gepresst wurden und nicht mehr ihre volle Wirkung entfaltet haben. Vielleicht war es aber auch einfach zu kalt draußen. Nochmal zurück zum Gewebe. Der Handschuh besteht nicht komplett aus Merino-Wolle, sondern mit einem Anteil von 39% nur das Innenfutter. Die Außenschicht ist aus Nylon und soll den Handschuh etwas robuster machen. Dazu später mehr. In der Mitte bringt Elastan die nötige Elastizität und eine relativ gute Passform. Der zweite Liner ist der Tactility Liner, der genauso aufgebaut ist wie der Merino Liner, nur besteht er dagegen aus 100% Polyester. Er ist also nicht ganz so dünn wie der Merino Liner. Etwas dicker als die beiden Kollegen trägt dagegen der Durable Liner auf. Er besteht auf der Innenhandfläche aus robustem Schafsleder und ist zwischen Daumen und Zeigefinger nochmal extra verstärkt. Der Daumen ist auf der Oberfläche mit Vlies bestückt, um sich die Skibrille abzuwischen, das Smartphone oder auch einfach nur die Nase. Auf die Carbonbeschichtung für Touchscreen-Geräte wurde hier komplett verzichtet und nur der Zeigefinger bekommt eine Lasche zum Umklappen mit Magnetverschluss. Wer also zum Beispiel beim Schießen Fingerspitzengefühl benötigt, der ist mit diesem Handschuh ganz gut bedient. Der Handrücken besteht dagegen aus Polyester und besitzt wie die anderen Liner auch ein Einschubfach für Handwärmer. Am Strickbund findet man hier auch wieder D-Ringe. Jetzt aber mal zur zweiten Schicht, der Shell. Das Design wird einigen bekannt vorkommen, denn viel hat sich hier im Vergleich zum Vorgänger nicht geändert. Damit die Liner mit der Shell getragen werden können, wurde natürlich der fest vernähte Innenhandschuh weggelassen. Somit könnt ihr jetzt also auch eure eigenen Liner mit der Shell tragen, wie hier zum Beispiel mit meinem Petzl-Handschuh. Außerdem wurden alle umklappbaren Elemente jetzt komplett mit Magneten ausgetauscht. Davor gab es ja nur den leicht magnetischen Druckknopf. Die Magneten habe ich anfangs recht skeptisch betrachtet, konnte aber schnell feststellen, dass sie ordentlich und zuverlässig halten. Wer gerne mit dem Kompass oder GPS unterwegs ist, der sollte hier allerdings aufpassen und den Handschuh kurz ausziehen oder eben doch einen anderen Handschuh wählen. Ansonsten ist eigentlich alles gleich geblieben, eine Schlaufe zum Ausziehen der Shell im Zeigefingerbereich wurde noch hinzugefügt. Ich persönlich nutze sie nicht, da sie höchstens hilft, wenn man schon einen Handschuh ausgezogen hat. Und sonst bin ich auch immer ohne ausgekommen. Ich trage den Handschuh hier in der Smart-Variante, also mit einer elastischen Mikrofaser und wasserdichter und atmungsaktiver Membran. Es gibt ihn aber natürlich auch wieder in der Vollleder-Variante. Wer die Handschuhe von Heat hier zum ersten Mal sieht, der sollte sich auch noch mein Review über die Heat 3 Vollleder-Variante ansehen. Da gehe ich nochmal etwas genauer auf Funktionen, Materialien und Eigenschaften ein. Ich verlinke euch das Video unten in der Beschreibung und am Ende des Videos. Das Tragen der unterschiedlichen Liner ist sehr angenehm und das An- und Ausziehen funktioniert auch einwandfrei. Was mir beim Tragen aber aufgefallen ist, dass der Klettverschluss der Shell-Daumenkappe beim Schließen immer an der Daumenspitze des Liners hängen bleibt. Hier muss man also immer die Klappe gut zurückhalten, da sich sonst der Liner an der Stelle schneller abnutzt. Ansonsten finde ich es sehr gut, dass man mit den Linern das System nochmal etwas mehr aufheizen kann, gerade wenn man die Handwärmer im Liner und in der Shell verwendet. Hier kommen wir auch schon zur dritten Schicht, und zwar dem Polar Hood. Der 114 Gramm schwere Überziehfäustling aus 100% Nylon ist wind- und wasserdicht und dient bei extremer Witterung als zusätzliche Schutzschicht. Auch der Polar Hood besitzt 2 Kordelzüge zum Abdichten, erst dann wird die Wärme gut zwischen Polar Hood und Shell gehalten. Überlängen des hinteren Kordelzugs werden via Klettverschluss festgehalten. Außerdem gibt es auch hier wieder D-Ringe als Zughilfe beim Anziehen und die Links-Rechts-Seitenmarkierung.
Mit der längeren Schlaufe im Bundinneren kann der Polar Hood mit der Fangschlaufe der Shell verbunden werden, so dass alle 3 Handschuhe an der Fangschlaufe hängen. Die Handinnenfläche des Überzugs ist mit einem Heat-Silikondruck versehen und bietet zusätzlichen Grip. Der Daumen ist auch beim Polar Hood mit samtig weichen Stoff zum Abwischen besetzt. Ein gutes und nützliches Feature, finde ich. Daneben im Zeigefingerbereich gibt es auch hier wieder Ausziehschlaufen. Um die Handschuhe ordentlich zu verstauen, gibt es wie bei der Shell auch hier eine Öse am Bund, um sie paarweise zu fixieren. Das Packmaß ist hier dann übrigens sehr klein und die Überzieher sind schnell und einfach in der Jacke oder im Rucksack verstaut. Das war es erstmal vom neuen Layer-System. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, das war das neue Layer-System von The Heat Company. Ich bin absichtlich nochmal ins Detail gegangen, da die meisten ja das Design der Handschuhe bereits kennen. Ich hoffe, das war in Ordnung so. Das neue System gefällt mir sehr gut, gerade mit doppelten Handwärmern und dem Polar Hood lässt sich das System gut aufheizen und die Shell wird auch nochmal ein bisschen mehr geschützt. Gerade wenn man sich längere Zeit nicht bewegt und die innere Heizung ein bisschen runterfährt, ist der Polar Hood echt Gold wert. Also man muss dafür nicht unbedingt im Norden Kanadas leben. Bei den negativen Punkten ist mir aufgefallen die schlechte Verarbeitungsqualität des Merino-Liners. Hier sind sehr schnell die Nähte an den Belastungspunkten gerissen. Da hätte ein umlaufendes Gurtband bestimmt geholfen. Dann noch die Ösen für die Karabiner. Bei meinem alten Paar haben die angefangen zu korrodieren. Ist nicht ganz so schlimm, sieht aber nicht so schön aus. Dann finde ich es noch schade, dass es keinen Halbfinger-Liner gibt mit Einschubfach. Ich persönlich nutze eigentlich nur noch Halbfingerhandschuhe, damit ich halt das komplette Fingerspitzengefühl habe. Und ja, da wäre es halt nicht schlecht, wenn man einen Halbfingerhandschuh hätte, wo oben noch das Fach drin ist. Kleine Info noch, der Durable Liner, der fällt ein bisschen größer aus. Das heißt, ihr müsst auch die Shell ein bisschen größer kaufen. Und ich werde künftig Mängel, die mir im Nachhinein auffallen, auf Facebook posten. Also es wäre ganz cool, wenn wir uns da ein bisschen austauschen könnten. Ansonsten war es das. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also macht's gut.